Im April 1945 stand Berlin am Abgrund. Die Hauptstadt des Dritten Reiches, einst Zentrum der nationalsozialistischen Macht, verwandelte sich in ein Schlachtfeld von apokalyptischen Ausmaßen. Was in den letzten Tagen dieser Stadt geschah, lässt sich am eindringlichsten durch die Worte jener verstehen, die es selbst erlebten. Dies ist keine Geschichte aus Geschichtsbüchern, sondern eine Rekonstruktion jener dramatischen Wochen, erzählt durch die Augen der Berliner selbst, der einfachen Menschen, die zwischen Trümmern, Angst und einem verzweifelten Überlebenswillen gefangen waren. Die sowjetischen Truppen standen vor den Toren der Stadt. Über 2 Millionen Soldaten der Roten Armee bereiteten sich auf den finalen Angriff vor. In Berlin selbst befanden sich noch etwa 2,5 Millionen Zivilisten, eingeschlossen in einer Stadt, die zur Festung erklärt worden war. Die meisten von ihnen waren Frauen, Kinder und alte Menschen. Die Männer kämpften an der Front oder waren bereits gefallen. Anfang April 1945 wussten die meisten Berliner, dass das Ende bevorstand, auch wenn die Propaganda etwas anderes verkündete. Margret Boveri, eine Journalistin, die in ihrem Tagebuch diese Zeit festhielt, beschrieb die gespenstische Atmosphäre in der Stadt. Die Menschen horteten Lebensmittel, versteckten Wertsachen und bereiteten ihre Keller als Schutzräume vor. Die allgegenwärtige Angst war greifbar, doch niemand wagte es, offen darüber zu sprechen. Eine Berlinerin namens Anonyma, die später ihre Erlebnisse in einem berühmten Tagebuch festhielt, erinnerte sich an die seltsame Ruhe vor dem Sturm. Die Geschäfte waren weitgehend leer, die Straßen menschenleer. Wer konnte, hatte Berlin bereits verlassen. Diejenigen, die blieben, taten dies meist nicht freiwillig. Es gab keine Züge mehr, keine Möglichkeit zu fliehen. Die Stadt war zur Falle geworden. Die Luftangriffe der Alliierten hatten Berlin bereits schwer gezeichnet. Ganze Stadtviertel lagen in Schutt und Asche. Die Menschen lebten in Kellern und U-Bahn-Schächten. Wasser und Strom funktionierten nur noch sporadisch. Die Versorgung mit Lebensmitteln war katastrophal. Die täglichen Rationen reichten kaum zum Überleben. Am 16. April begann die sowjetische Offensive. Der massive Artilleriebeschuss auf die Seelower Höhen, östlich von Berlin, markierte den Beginn der Endschlacht. Die Menschen in Berlin hörten das ferne Donner der Kanonen und wussten, dass es nur noch Tage dauern würde, bis die Front die Stadt erreichte. Ein Augenzeuge, der damals als Junge in Lichtenberg lebte, beschrieb später, wie die Erde zu zittern begann. Tag und Nacht waren Detonationen zu hören. Der Himmel über der Stadt leuchtete rot von den Bränden. Die Menschen verbrachten fast die gesamte Zeit in den Kellern. Der Geruch von Rauch, Staub und Angst hing überall in der Luft. Die Verteidiger Berlins waren eine zusammengewürfelte Truppe aus regulären Wehrmachteinheiten, Volkssturmangehörigen und Hitlerjugendmitgliedern. Viele dieser Verteidiger waren Kinder und alte Männer, schlecht ausgerüstet und ohne militärische Erfahrung. Sie erhielten den Befehl, Berlin bis zum letzten Mann zu verteidigen. Desertion wurde mit sofortiger Hinrichtung bestraft. Überall in der Stadt hingen Gehängte an Laternenmasten, versehen mit Schildern, die sie als Verräter und Feiglinge brandmarkten. Am 21. April erreichten die ersten sowjetischen Truppen die Außenbezirke Berlins. Was folgte, war ein erbitterter Häuserkampf. Die Stadt verwandelte sich in eine Hölle aus Feuer, Explosionen und Tod. Jede Straße, jedes Haus wurde umkämpft. Eine Krankenschwester, die in einem Lazarett in Neukölln arbeitete, erinnerte sich an die endlosen Ströme von Verwundeten. Es fehlte an allem, an Verbandsmaterial, Medikamenten, Betten. Die Verwundeten lagen auf dem Boden, auf Stroh, manche einfach auf dem nackten Beton. Das Stöhnen und Schreien hörte nie auf. Viele starben nicht an ihren Wunden, sondern an Infektionen oder einfach an Erschöpfung. Die Zivilbevölkerung war zwischen den Fronten gefangen. Viele verbrachten Wochen in den Kellern, ohne Tageslicht, mit wenig Essen und Wasser. Die hygienischen Zustände waren katastrophal. Krankheiten breiteten sich aus. Besonders Kinder und alte Menschen litten unter diesen Bedingungen.
Ein Überlebender aus Pankow beschrieb, wie seine Familie versuchte, in einem überfüllten Keller zu überleben. Über 50 Menschen drängten sich in einem Raum, der für 10 gedacht war. Die Luft war stickig und erfüllt vom Geruch ungewaschener Körper. Wenn draußen gekämpft wurde, bebte der ganze Keller. Verputz rieselte von den Decken. Die Kinder weinten, die Frauen beteten. Die Männer, soweit noch welche da waren, schwiegen. Während die Schlacht um Berlin tobte, verbreitete sich unter der Zivilbevölkerung eine andere Angst, die Angst vor der Roten Armee. Die nationalsozialistische Propaganda hatte jahrelang ein Bild von den Sowjetsoldaten als barbarischen Horden gezeichnet. Viele Berliner glaubten diesen Geschichten, verstärkt durch Berichte von Flüchtlingen aus den östlichen Gebieten. Besonders Frauen lebten in ständiger Furcht. Diese Furcht war nicht unbegründet. Die Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten gehören zu den dunkelsten Kapiteln dieser letzten Kriegstage. Die Anonyma schrieb in ihrem Tagebuch über die systematischen Vergewaltigungen, die stattfanden, sobald die Rote Armee ein Viertel einnahm. Frauen versteckten sich, kleideten sich als alte Frauen, schminkten sich mit Ruß und Dreck, um älter und unattraktiver zu wirken. Manche Frauen suchten den Schutz eines einzelnen Offiziers, um sich vor der Masse der Soldaten zu schützen. Ein anderer Augenzeuge berichtete, wie sowjetische Soldaten systematisch nach Uhren und Schmuck suchten. Das Wort Uri, das russische Wort für Uhr, wurde zum gefürchteten Ruf. Die Soldaten plünderten Wohnungen, manchmal aus Rache, manchmal aus Gier, oft einfach, weil sie es konnten. Die U-Bahn-Tunnel und Bunker wurden zu unterirdischen Städten. Tausende von Menschen lebten dort, oft unter unmenschlichen Bedingungen. Der Luftschutzkeller am Anhalter Bahnhof beherbergte zeitweise über 10.000 Menschen. Die sanitären Anlagen funktionierten längst nicht mehr. Krankheiten grassierten. Die Luft war so schlecht, dass Menschen ohnmächtig wurden. Eine Überlebende beschrieb, wie die Menschen versuchten, eine Art Normalität aufrechtzuerhalten. Kinder spielten zwischen den Erwachsenen. Frauen versuchten, mit den wenigen Zutaten, die sie hatten, etwas Essbares zu kochen. Manche spielten Karten oder erzählten Geschichten, um die Kinder abzulenken. Andere starrten einfach vor sich hin, innerlich bereits gebrochen. Der Hunger wurde zur ständigen Qual. Die offiziellen Rationen waren längst zusammengebrochen. Wer nicht horten konnte, musste hungern. Menschen aßen Gras, Baumrinde, tote Pferde. Es gab Berichte über Plünderungen und gewaltsame Diebstähle. Die zivilisatorische Fassade bröckelte unter dem Druck des Überlebenskampfes. Während die Stadt über ihm im Chaos versank, verbrachte Adolf Hitler seine letzten Tage in einem Bunker unter der Reichskanzlei. Die Insassen dieses unterirdischen Refugiums lebten in einer bizarren Parallelwelt. Hier, in einem Labyrinth aus Betonräumen, spielte sich das letzte Kapitel des Dritten Reiches ab. Rochus Misch, ein Telefonist im Führerbunker, erinnerte sich später an die surreale Atmosphäre. Während draußen Berlin brannte und starb, diskutierte Hitler über nicht existierende Armeen und plante Gegenoffensiven, die nie stattfinden würden. Die Realitätsverweigerung erreichte absurde Ausmaße. Traude Junge, Hitlers Sekretärin, beschrieb die letzten Stunden des Diktators. Am 30. April, als sowjetische Truppen nur noch wenige 100 Meter vom Bunker entfernt waren, beging Hitler Selbstmord. Seine Leiche und die seiner frisch angetrauten Frau Eva Braun wurden im Garten der Reichskanzlei verbrannt, während Granaten in der Nähe einschlugen. Die Nachricht von Hitlers Tod verbreitete sich langsam in Berlin. Für viele war es ein Schock, für andere eine Erleichterung. Einige wenige fanatische Anhänger nahmen sich ebenfalls das Leben. Die meisten Menschen kümmerte es kaum noch. Sie waren zu beschäftigt mit dem puren Überleben. Die Kämpfe in Berlin dauerten auch nach Hitlers Tod noch an. Die verbliebenen deutschen Truppen kämpften weiter, manche aus Pflichtgefühl, manche aus Angst vor der Gefangenschaft, manche einfach, weil sie keine andere Wahl hatten. Die sinnlose Zerstörung ging weiter. Ein ehemaliger Volkssturmmann berichtete, wie er und seine Kameraden erkannten, dass alles verloren war.
Sie warfen ihre Waffen weg und versuchten, sich zu verstecken. Viele schafften es, ihre Uniformen gegen Zivilkleidung zu tauschen und unterzutauchen. Andere wurden gefangen genommen oder getötet. Die Schlacht um das Reichstagsgebäude wurde zu einem Symbol für die letzten Kämpfe. Am 2. Mai hissten sowjetische Soldaten die rote Fahne auf dem Reichstag. Das berühmte Foto dieses Moments wurde zur Ikone des sowjetischen Sieges. Die tatsächlichen Kämpfe um das ausgebrannte Gebäude waren brutal und kosteten Hunderte das Leben. Am 2. Mai morgens verstummten die Waffen endgültig. General Helmut Weitling, der Kommandant der Verteidigung Berlins, kapitulierte. Die Schlacht um Berlin war vorbei. Die Stadt lag in Trümmern. Von einst 4 Millionen Einwohnern waren etwa 2,5 Millionen übrig geblieben. Zehntausende waren in den letzten Wochen getötet worden. Die Menschen krochen aus ihren Kellern und Bunkern. Was sie sahen, war eine Mondlandschaft aus Zerstörung. Ganze Straßenzüge existierten nicht mehr. Überall lagen Leichen, deutsche und sowjetische. Der Gestank von Tod und Verwesung hing über der Stadt. Viele Menschen weinten, nicht vor Trauer über die Niederlage, sondern vor Erleichterung, dass es endlich vorbei war. Eine Frau aus Charlottenburg beschrieb ihren ersten Gang durch die Straßen nach der Kapitulation. Überall sah sie zerstörte Panzer, verbrannte Autos, eingestürzte Häuser. Die wenigen Menschen, die unterwegs waren, wirkten wie Geister, abgemagert, mit leeren Blicken. Niemand sprach. Die Stadt war in eine gespenstische Stille gehüllt, nur unterbrochen vom Geräusch einstürzender Gebäude und dem Weinen von Kindern. Die Kapitulation bedeutete nicht das Ende des Leidens. Im Gegenteil, für viele begann jetzt erst der härteste Kampf, der Kampf ums Überleben im Frieden. Es gab keine funktionierende Verwaltung mehr, keine Polizei, keine Ordnung. Plünderungen waren an der Tagesordnung. Die Menschen mussten selbst sehen, wo sie blieben. Die Wasserversorgung war zusammengebrochen. Die Menschen schleppten Wasser aus der Spree und aus Hydranten, oft kilometerweit. Das Wasser war verschmutzt und führte zu Krankheiten. Überall brachen Seuchen aus, Typhus, Ruhr, Tuberkulose. Die Ernährungslage war katastrophal. Die sowjetischen Besatzer organisierten notdürftige Suppenküchen, aber die Rationen waren minimal. Die Menschen durchsuchten die Trümmer nach Essbarem. Sie sammelten Gras und Wildkräuter. Der Schwarzmarkt blühte auf. Wer Wertsachen hatte, konnte sie gegen Lebensmittel tauschen. Ein Überlebender erinnerte sich, wie er tagelang nichts gegessen hatte und schließlich eine tote Ratte fand. Er zögerte nicht lange und bereitete sie zu. Der Hunger war stärker als der Ekel. Viele Menschen starben in diesen Wochen nach dem Krieg, nicht durch Kampfhandlungen, sondern durch Hunger und Krankheit. Allmählich begann sich so etwas wie ein neues Leben zu organisieren. Die berühmten Trümmerfrauen begannen ihre Arbeit. Tausende von Frauen bildeten Menschenketten und räumten die Stadt Stein für Stein auf. Es war harte, körperliche Arbeit, aber sie gab den Menschen auch ein Ziel, eine Aufgabe, einen Grund weiterzumachen. Eine ehemalige Trümmerfrau berichtete, wie sie jeden Morgen mit wunden Händen und schmerzenden Gliedern zur Arbeit ging. Die Frauen sangen manchmal bei der Arbeit, um sich gegenseitig Mut zu machen. Sie entwickelten einen Chorgeist, eine Solidarität. Viele Freundschaften entstanden in dieser Zeit der Not. Die sowjetische Militärverwaltung begann, eine neue Ordnung zu etablieren. Es wurden Bezirksverwaltungen eingerichtet, Lebensmittelkarten ausgegeben, Schulen wieder eröffnet. Das Leben normalisierte sich langsam, auch wenn von Normalität noch lange keine Rede sein konnte. Die letzten Tage Berlins im April und Mai 1945 waren eine Zeit unvorstellbaren Leidens, aber auch erstaunlicher menschlicher Widerstandskraft. Die Augenzeugenberichte zeigen uns Menschen, die unter extremsten Bedingungen versuchten, ihre Menschlichkeit zu bewahren, die um ihr Überleben kämpften und die trotz allem die Hoffnung nicht aufgaben. Was diese Menschen erlebten, darf nicht vergessen werden. Ihre Geschichten sind ein Mahnmal gegen Krieg und Gewaltherrschaft. Sie erinnern uns daran, wozu Menschen fähig sind, im Guten wie im Schlechten.
Die Trümmer Berlins wurden weggeräumt, die Stadt wurde wieder aufgebaut. Aber die Narben dieser Zeit blieben in den Seelen der Überlebenden und im kollektiven Gedächtnis einer Nation. Berlin überlebte. Aus den Ruinen entstand eine neue Stadt, ein neues Leben. Aber der Preis dafür war hoch, unerträglich hoch. Die Augenzeugen der letzten Tage Berlins haben uns ihre Geschichten hinterlassen. Es ist unsere Pflicht, ihnen zuzuhören und sicherzustellen, dass solche Tage nie wiederkehren.